Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit Sabine Sangita und mir. Liebe Biene, Lieber Benny, schön, dass wir da sind. ja, immer noch Avalon? Immer noch Avalon, zu unserem 4. Teil, Avalon. Unglaublich, gell? Ja, Ja. viel zu erzählen. Und das heutige Thema ist dann sozusagen der menschliche Anteil von Avalon, der sicherlich auch sehr bewegend ist. Die menschliche Erfahrung, die so wichtig war, um das Spirituelle mit den menschlichen Gefühlen und Emotionen zu verbinden. Was so wichtig war, ne? Also das, was wir heute leben auch. Und das hat in Avalon begonnen. Und wir haben jetzt natürlich über Priester und Magier gesprochen, was überaus wichtig war. Aber ganz wichtig war einfach auch dieser menschliche Anteil. Und dieses menschliche Gefühl, was sich entwickelt hat in Avalon. Und im Gegensatz zu heute, im goldenen Zeitalter, war das halt so, dass diese ganzen menschlichen Gefühle in Avalon übermächtig waren. Also man hat jedem einzelnen Gefühl so viel Gewicht gegeben. Also heute ist es ja nicht mehr so. Gell? Wir sprechen heute sehr leicht von Liebe, von Vergebung, von Freiheit. Das ist so in aller Munde und von Versprechen oder wie auch immer. Naja, unterschiedlich. Manche Menschen mehr, manche Menschen weniger auch, ne? Ja, aber es ist schon so, dass ob man jetzt in die höchsten Ebenen der Mächte schaut, von Politik, was weiß ich, bis ganz runter, kennt es jeder, ich verspreche oder ich liebe, ich vergebe oder so weiter und so fort. Und in Avalon hat es halt ein ganz anderes Gewicht gehabt. Also da, wenn du sowas gesagt hast, hast du das tatsächlich eine Inkarnation lang gelebt. Außer du hattest die Lernerfahrung, was sehr viel mit menschlicher Liebe auch verknüpft war und Freiheit, Vergebung. Dann bist du Situationen ausgesetzt worden, die dir gespiegelt haben, zu vergeben. Also Vergebung war auch ein ganz wichtiges Element in Avalon. Das kannte man so noch gar nicht wirklich, diese Vergebung. Und auch diese menschliche Liebe, also das zueinander finden, um ein Leben lang zusammen zu sein. Das war etwas Neues. Und das hatte sehr, sehr viel Gewicht und man hat sehr, sehr viel getan, um das nicht nur gelebt wurde, sondern dass man es auch tatsächlich ein Leben lang gefühlt hat. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Wenn man jetzt heute schaut, egal ob jetzt in Ehe oder Freundschaft oder wie auch immer, man bleibt sich vielleicht immer verbunden, man spricht von Liebe, aber fühlt man es denn wirklich immer? Also ist es immer zu jeder Zeit da, dieses Gefühl? In Avalon war es so. In Avalon hast du von dem Augenblick, wo du ein Gefühl entwickelt hast, dich entschieden hast, dieses Gefühl auch zu leben, hast du das tatsächlich jeden Tag gelebt. Also ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, welches Ausmaß das hatte. Ich glaube, es ist schwer vorzustellen, was das wirklich bedeutet. Aber es war auch sehr schön. Also man konnte sich so sehr erfahren. Also heute kann man sich oftmals gar nicht mehr so sehr erfahren, zum Beispiel in der menschlichen Liebe. Weil wenn etwas nicht passt, dann geht man halt. Aber das ist ja auch erst ein Symptom der wirklich absolut neuen Zeit der letzten 100 Jahre, wo vieles nicht mehr notwendig ist. Genau. Heißt es, dass bis vor 100 Jahren noch Avalon existiert hat zum Teil? Oder? Nein, aber die Ströme waren stärker. Die Ströme waren natürlich stärker noch. Und also ich muss auch vorsichtig sein, weil es gibt natürlich auch Sachen in Beziehungen, in menschlichen Beziehungen und in der Liebe, wo es richtig und gut ist, dass man geht und dass man sich trennt und dass man abschließt. Ja, das ist ganz wichtig, dass die Leute das auch hören, dass ich sowas sage, weil ich empfinde es auch so, keine Frau, kein Mann sollte Gewalt ertragen müssen oder irgendetwas in dieser Art. Gell? Aber wenn man das mal alles außer Acht lässt, gell, wenn man jetzt eine ganz normale Beziehung nimmt, dann ist es ja oft so, dass einfach, wenn die Liebe nicht mehr so da ist oder wenn irgendetwas bei Problemen ist, wird halt sehr schnell und sehr oft wird eine Freundschaft oder eine Beziehung, eine Liebesbeziehung aufgegeben. Weil man heute auch diese Freiheit hat, dass man sagt, ja gut, dann Es gibt sehr viele Möglichkeiten suche ich heute. mir Ne? halt jemand anders. Gell? Aber
was da fehlt dann eigentlich, ist das sich selbst erfahren. Es ist ein ganz wichtiger Punkt und das hast du halt in Avalon gehabt. Du konntest dich in dieser menschlichen Liebe, weil sie ein Leben lang gehalten hat und du es auch gefühlt hast, konntest du dich natürlich unglaublich viel erfahren in dieser Liebe. Du hast alles erfahren, was diese Liebe zu bieten hat, in guten und in schlechten Zeiten. Du hast nicht überlegt, ob du gehst oder ob du das beendest oder ob du nicht mehr liebst. Also die Liebe war einfach da. Ist das verständlich? Du schaust mir so an mit so großen Augen. Ja, ich versuche natürlich zu verstehen, was du genau sagst oder was du auch dahinter sagst. Ich meine, ich verstehe schon, was du sagst. Versuche es halt mit der heutigen Zeit zu kombinieren. Es geht fast gar nicht. Ja. Aber diese Tatsache, wenn du sagst, ein Leben lang geliebt. Ich meine, wenn ich jetzt auf die heutige Zeit schaue, dann, also ich kann schon von mir sagen, dass ich ein liebender Mensch bin. Aber es gibt ja auch Phasen, wo ich dann absolut ein Nein in mir spüre. Ne? Ich will nicht. Ich möchte jetzt gerade dieses Gefühl nicht fühlen. War das damals dann nicht so? Oder gab es das schon auch? Es gab es schon auch, aber du hast dem keine so Gewichtigkeit gegeben. Also keine Bedeutung beigemessen. Du hast gewusst, das ist deine Frau oder das ist dein Mann und da gehörst du hin und da gibt es eh nichts zu diskutieren. Nein, sowas nicht. Das ist jetzt ein Missverständnis. Okay. Ich versuche es mal mit was anderes zu erklären. Ja? Vielleicht versteht man es so besser. Ist jetzt ganz was anderes, nur eine Metapher. Wenn du dich heute entscheidest für ein Hobby oder Sportart oder wie auch immer, du beginnst etwas mit einer Euphorie und mit einer tiefen Absicht, möchtest du etwas lernen oder etwas machen. Dann gibt es auch in diesem Bereich oftmals Zeiten, wo dir vielleicht die Muskeln wehtun oder wo du das nicht gleich kannst und immer wieder zum Training musst. Und trotzdem macht diese Art des Lernens dir so viel Spaß, weil du deinen Fokus auf das richtest, was gut ist und nicht auf das, was gerade schmerzt. Und so ähnlich kann man das da auch sehen. Also es war jetzt nicht, ich bin mit den Menschen zusammen und mir bleibt eh nichts anderes übrig, also lebe ich das. So war das in Avalon überhaupt nicht, gar nicht. Du hast eine neue Erfahrung gemacht, du hast menschlich geliebt, du hast die Liebe erfahren. Etwas, was man bis dato nicht so wirklich kannte. Du hast etwas erfahren in dir, ein Gefühl erlebt, was so tief war, dass du das unbedingt leben wolltest mit diesem Menschen. Ja? Und natürlich gab es da auch Zeiten, die nicht so gut waren, aber die Liebe war so stark. Also dieses Gefühl da für diesen anderen Menschen war so stark, dass du das, was nicht so gut war, da hast du zwar erfahren, aber das andere Gefühl war stärker. Aber was hat es denn in dieser Zeit so, diese Liebe so intensiv gemacht im Gegensatz zu heute? Was ist da der Unterschied? Wenn sich etwas entwickelt in einem Menschen, das hat ja mit dem Chakrasystem auch viel zu tun. Also wenn sich etwas entwickelt, was absolut neu ist zu leben, dann hast du ein viel tieferes Gefühl dazu, weil du den Fokus viel länger und aufmerksamer darauf richtest, als wie wenn etwas schon immer so war und vorgegeben ist. Also wird es uns heute schon so ein bisschen langweilig? Ne, langweilig glaube ich nicht. Also Liebe, finde ich, ist nie langweilig. Ich meine, ich übertreibe es gerade mit meinen Worten Ich ein bisschen. weiß, Ne? ich kenne dich doch, Benny. Ich glaube, dass unsere Zeit heute, die mit so viel, was ja schön ist, nicht, dass die Menschen mich missverstehen, gell, mit so viel Freiheit verbunden ist, auch oft zugeschüttet werden. Also mit allem, was man kann reisen, man kann wohin fliegen, man kann verschiedene Arten von Freunde haben, verschiedene Hobbys, man kann Fernseh schauen, man kann sich spirituell entwickeln, man kann sich musikalisch entwickeln, man kann den Beruf erlernen, den man weiß. Also man hat so vielfältige Möglichkeiten und ich möchte nochmal betonen, das ist auch gut. Ja, das macht ja unsere neue Zeit aus. Aber das darf man nicht nach Avalon projizieren. Das ist das, was wir ja öfters schon in dem Podcast gesagt haben, dass man gerne das, was man heute lebt, auf ein
in eine Zeitepoche schiebt und meint, es muss da genauso gewesen sein. So war das damals halt nicht. Du konntest nicht reisen, du warst einfach nicht so zugeschüttet. Ja. Und das Gefühl, was entstanden ist, hat ja auch das Chakrasystem geprägt zu dieser Zeit. Und das war halt einfach so etwas, was den Fokus einfach dich, ich will jetzt nicht sagen gefangen nimmt, weil das hört sich ja schon wieder so eng an, sondern was dich so euphorisiert hat, dass du ja einfach damit beschäftigt warst. Und du wolltest immer mehr und immer mehr lieben und noch mehr lieben und noch mehr lieben und das noch tiefer und noch mehr spüren. Und also einmal, weil das Chakrasystem alles neu war, aber auch, was du jetzt auch gesagt hast, auch weil dieses Überangebot, das wir heute haben, gar nicht da war. Das heißt, ich als Mann wäre wahrscheinlich damals irgendwann mal zwei, 3 Frauen in meinem Leben begegnet, aus der näheren Umgebung als Beispiel. Das wäre etwas so Besonderes für mich gewesen, dass das einen ganz anderen Stellenwert gehabt hat als heute, wo ich die Möglichkeit habe, keine Ahnung, 1000 Frauen kennenzulernen als Beispiel. Fragezeichen. Fragezeichen? Ist so nicht so? Süß, wie du das jetzt denkst in deinem Kopf, welche Bilder da jetzt ablaufen, kann ich mir nur vorstellen. Nein, so war es nicht in Avalon. In Zeiten von Avalon haben immer Gruppen zusammengelebt. Da hat es so Einzelne, wie wir das jetzt kennen, so wie du das beschrieben hast, mal 2 Frauen kennengelernt, das war da nicht so. Du bist in einer großen Gruppe groß geworden. Also in einem Dorf. Heute würde man Dorf sagen. Das hat eher ein bisschen was von den Arcturianer gehabt, also die auch in Gruppen leben. Also du warst in einer Gruppe und meist in dieser Gruppe hast du schon jemand gefunden, wo du gesagt hast, das ist die Frau, mit der ich mal leben möchte. Ja. Also du hast dich nicht wirklich ausprobiert. Ja, also das hat es in Avalon so nicht gegeben. Und da war aber nichts Erzwungenes oder irgendwie das war die Freiheit, die man auch hatte in Avalon. Also das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, also du das war eher von Dankbarkeit begleitet wahrscheinlich, oder? Du musst es jetzt leben oder so, sondern das hat sich halt entwickelt, je nachdem, wie auch dein Bewusstsein war. Und dann hast du das halt gelebt und ja, so wie ich es vorher halt erzählt habe. Aber dass du jetzt 1, 2 Menschen getroffen hast oder 2 Frauen, so war das nicht. Also was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, war, dass es dieses Unterangebot von Möglichkeiten damals. Das ist natürlich, also das war ja in allen Zeitepochen so am schlimmsten, also schlimm im Sinne von gar kein Angebot in Nyros. Waren diese Zeitepochen alle natürlich geprägt von dem, was wir heute uns gar nicht mehr vorstellen können. Dass es einfach nichts gab, was uns so sehr gestört hätte in unserem Bewusstsein oder in unserer Fokussierung oder in unserer Absicht. Und ich finde jetzt, unser heutiges Zeitalter ist wunderschön, verbunden mit ganz viel Freiheit, die wir auch brauchen, und dieses Leben ist wunderschön. Aber ja, ich muss immer wieder betonen, dass auch ich das schön finde, was heute ist. Gell? Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte gerne wieder in Avalon leben. Aber was ich schon finde, ist, dass das Überangebot von Dingen, die man machen kann, oftmals dazu führt, den Fokus zu verlieren. Auf das, was wirklich wichtig ist. Ja, oder dass man auch dazu neigt, in die Oberfläche mehr zu gehen, oder? Ja, schau mal, wenn man so ganz einfache Dinge nimmt. Mir ist schon klar, die Leute müssen viel arbeiten und haben wenig Zeit. Aber wer bäckt denn jetzt heute sein Brot noch selber? Oder die Mahlzeiten zuzubereiten, dass man sich so viel Zeit nimmt, dass man das mit Liebe macht, dass man, also oft werden heute einfach nur Fertiggerichte oder man hat keine Beziehung mehr zu den Sachen auch, ne? Genau.
Und das ist ja nur eins von dem, was ganz vieles uns prägt heute, dass wir einfach gar nicht mehr so wirklich überlegen müssen. Ja. Also, und Das denke ich mir auch oft übrigens. ja, Ja. Ich bin manchmal auf YouTube dann unterwegs und schaue mir dann so auch aus vergangenen Zeiten, sag mal vor 100 Jahren irgendwas an und denke mir, wow. Also ich habe so eine leichte Sehnsucht nach dieser Einfachheit. Ja, nach dieser Einfachheit, wo einfach alles klar ist. Du bist das, du machst das, hier ist das. Es ist nicht so dieses Komplexe, dieses Luftige, es ist schon eine sehr aktive Zeit, in der wir leben. es ist sehr, sehr aktiv und die Menschen, also jetzt meine große Lichtfamilie, ja, weiß ja, dass ich mir auch im Sommer frei nehme, um neue Kräfte zu tanken und Energien und so. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich da tatsächlich so ein ganz einfaches Leben führe. Also da bin ich woanders, ganz woanders. Und genau da ist es so, dass man bewusst alles entscheidet, was man tut. Und deswegen weiß ich auch den Unterschied so genau. Bei mir geht es ja auch oft so, ja, dass ich sage, ja, jetzt mache ich mir schnell Semmel oder schaue mir irgendeine Folge von irgendeiner Serie an, um runterzukommen von irgendwas. Das kenne ich ja auch alles. Das habe ich dort nicht. Da mache ich das nicht. Und das zeigt mir auch, wie viel Zeit einem da geschenkt wird und wie man Dinge neu betrachten kann. Voll. Es geht ja wirklich ins feinste Detail eigentlich rein, wie du ja gerade sagst, das Brot backen. Genau. Wenn du dein Brot backst, hast du eine Beziehung zu deinem Brot. Ja. Es beginnt zu leben. Und wenn du nur einen Menschen 3 Monate um dich hast, dann hörst du diesen Menschen auch ganz anders zu, weil es die einzige Art der Kommunikation ist, die du hast. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe du schon. bist nicht abgelenkt Absolut. durch einen Nachbarn, nicht durch Haustiere, nicht durch Freunde, was halt sonst dein Leben so ausmacht. Du bist ausschließlich, also ich jetzt mit Heiko, Ja. klar, Tag und Nacht, da hörst du natürlich ganz genau zu. Da sprichst du Themen an, die im Alltag vielleicht einfach nicht angesprochen werden, weil die Zeit nicht dazu da ist. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Also man kann jetzt nicht jeder wieder machen, ja, aber sich mal oder nur einen Tag zu nehmen. Ja, einfach mal ein bisschen wieder zurückzukehren. Es sind so viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Werkzeug, das man benutzt. Was das für eine Bedeutung allein schon hat. Und man sagt, das ist meine Schaufel. Die begleitet dich vielleicht seit 20, 30 Jahren in deinem Leben. Oder was machst du, wenn du keine Schaufel dort hast, wo du bist? Du kannst nicht einfach, so musst du dir was anderes überlegen. Und finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und das Zweite, was ich finde, was auch noch ganz wichtig ist, dass man dann auch mit der Natur und den Tieren und auch mit den Naturgeistern wieder ganz anders in Kontakt tritt, weil man einfach nur ist, den ganzen Tag. Man ist nur dort und macht nichts anderes. Beobachtet und fühlt seine Wird Umgebung. nicht abgelenkt, ja. Okay, wieder zurück zu Avalon. Ja, und so war es halt, also in diesen Zeitepochen war das halt so. Ja, also jetzt wiederhole ich mich, aber ich muss nochmal sagen, die Menschen neigen dazu, was ja auch richtig ist, weil sie können es anders ja auch gar nicht machen, dass sie das, was sie jetzt kennen, auf verschiedene Natürlich. Zeitepochen projizieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass es so war. Und in Avalon war Einsamkeit im Sinne von positiv, ein Bereich oder Thema, wo man Zeit hatte, sehr in sich zu gehen und das Bewusstsein auszudehnen. Man wurde eben nicht gestört von bestimmten Äußerlichkeiten im Alltag und hat so halt einen ganz anderen Bezug zu seinen zu seinem Seelenleben und auch zu seinen Fähigkeiten gehabt und auch zu seiner Spiritualität. Und was ich auch interessant finde, ich weiß jetzt nicht, ob ich das überhaupt ansprechen darf, gell, oder ob das zu weit führt, aber man kann jetzt von der Kirche auch mal halten, was man will, gell? Und ich finde da auch vieles nicht so toll. Ich finde vieles ganz gut, aber vieles eben auch nicht so toll. Aber warum jetzt zum Beispiel Nonnen so leben, wie sie leben, das kann man schon nachvollziehen, wenn man sich an Avalon zurückerinnert. Das hat ja auch diesen Grund,
der Absicht, dass sie abgeschottet sind von dem, was sie ablenkt in ihrem Glauben. Also ob jetzt dann jede Nonne dann so glaubt oder wirklich diese Absicht trägt, die sie haben sollte, weiß ich nicht. Aber an sich ist es natürlich dem sehr nahe. Also Absolut, ja. Ja. Sehr. Das denke ich mir immer, wenn du davon sprichst, von der Priesterschaft und so. Eigentlich leben es ja einige heute immer noch genauso. Ja, aber die Frage ist, das habe ich einen Grund, also es gibt bestimmt Priester und Priesterinnen der Neuzeit, also heute mit diesem kirchlichen Aspekt, die wirklich ganz tief verbunden sind mit ihrem Glauben und das wirklich diesen Weg gehen, weil sie dem Höheren dienen und sich total zurücknehmen. Aber ich glaube, es gibt auch in der heutigen Zeit einige, die aus anderen Gründen das machen. Und Aber leben. wahrscheinlich immer, oder? In Avalon nicht. In Avalon nicht. Nein. Das hätten die Avatare sofort durchschaut. Da konntest du das nicht. Ja. Also Lügen zum Beispiel, das gab es damals nicht, weil diese Avatare haben sofort gesehen. Also heute ist es ja so, dass du die Fähigkeit haben musst, das Energiefeld oder den Lichtkörper überhaupt zu sehen, dass du überhaupt sowas sehen könntest. Oder du bist ausgebildet als Experte der Mimik oder Körpersprache, dass du rausfindest, ob dich jemand anlügt oder nicht. Ja. Das war damals nicht so. Die Avatare und der Großteil der Menschen, die sich auf einer bestimmten Stufe des Bewusstseins gefunden haben, haben alle einen Lichtkörper sehen können. Also da war ja die energetische Übertragung mit Bildern und diese energetische Kommunikation ja noch sehr stark. Also da hat es jetzt da nicht so dieses, so wie wir es heute kennen, dieses Lügen hat es da gar nicht so gegeben. Also wie gesagt, man projiziert sehr viel auf eine andere Zeitepoche, was dann nicht so war. Ja. Was gibt es denn bei Avalon mit dem menschlichen Anteil noch zu erwähnen, was vielleicht wichtig ist, um das Ganze abzurunden? Also was ich jetzt besonders wichtig finde für die Jetztzeit, und es geht ja hauptsächlich auch, warum spricht man überhaupt solche Zeitepochen an? Ich meine, vielleicht um Verständnis zu entwickeln und so, aber es geht ja auch viel darum, dass man bestimmte Energien besser versteht, die in einem selber zirkulieren. Und das sind halt nun mal auch die Gelöbnisse, die man in Avalon abgelegt hat. Ob jetzt auf menschlicher Ebene oder spirituell, dass man wirklich nicht müde wird, diese Gelöbnisse zu lösen. Um dass man hier auch wirklich ein befreites Leben leben kann, finde ich sehr wichtig. Und dass man sich auch nochmal besinnt und sagt, wie tief möchte ich denn ein Gefühl wirklich erleben? Was erlaube ich mir denn da dabei? Etwas zu leben, was für mich gefühlsmäßig wichtig ist. Oder vielleicht lasse ich mich ablenken von dem, was mir wichtig ist. Ist allein schon die Absicht, ein Gelöbnis aufzulösen, bereits ein energetischer Prozess? Ein ganz leichter. Ja, also ich meine, Absicht bewirkt immer irgendwie etwas. Das hat mir bei dem Podcast von Heilung auch, dass allein wenn man Mensch streichelt, macht das schon viel aus. Und Absicht macht natürlich auch etwas aus, um etwas aufzulösen. Aber die richtige Auflösung von einem Gelöbnis sollte man schon spirituell, also wirklich tiefer mit der geistigen Welt machen. Mit dem Botschafter der Liebe zum Beispiel. Wer ist der Botschafter der Liebe? Der Botschafter der Liebe ist ein energetisches, lebendiges Feld in dir, was dich seit Anbeginn der Zeit begleitet und dir mitgegeben wurde. Und dieser Botschafter der Liebe trägt die reine Gottesenergie, also die Gottesliebe. Und wenn du dich mit dem verbindest, fühlst du viel tiefer, fühlst du viel mehr. Und es ist ein sehr intelligentes Lichtfeld oder Lichtwesen, wie auch immer man das nennen möchte. Und den kannst du zurückschicken in verschiedene Inkarnationen und Zeitepochen und mit der Energie und der Absicht, die du ihm mitgibst, der Botschafter der Liebe das auflöst. Das kannst du machen. Du kannst einen Botschafter der Liebe auch immer vorausschicken. Das ist auch wichtig. Du kannst auch in
den Botschafter der Liebe in bestimmten Situationen schicken, um dass er energetisch zum Beispiel etwas reinigt, bevor du dorthin gehst. Oder also Botschafter der Liebe ist ein ganz, ganz wichtiges energetisches Lichtwesen in dir, und jeder Mensch trägt ganz viele energetische Lichtwesen in sich, die leider, wenn man Lichtkörper anschaut, wenig zirkulieren. Die müssen die Erlaubnis kriegen, sozusagen zu wirken. Und das ist bei den allermeisten Menschen, außer beim Schutzengel, der wirkt auch ohne Erlaubnis, nicht sichtbar. Also bei uns jetzt schon, weil das ja bei uns weitergegeben wird, aber so jetzt grundsätzlich wissen die meisten Menschen von diesen inneren Helfern nichts. Wenig, ja. Gibt es ein Gelöbnis oder eine Auswirkung von einem Gelöbnis, das wir heute in dieser heutigen Zeit, das du oft siehst im Lichtkörper, was eigentlich nicht so bekannt ist? Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich mich natürlich auf das konzentriere, was ich am meisten sehe. Und das Gelöbnis, was ich am alleröftesten sehe, ist das Gelöbnis der Armut. Nicht mal das der Liebe, sondern der Armut. Und der Verzicht, also Fülle nicht annehmen zu können in dieser heutigen Zeit. So ein Mist, hä? Also man kann eigentlich davon ausgehen, vielleicht ist das eine Antwort, dass wenn sich bestimmte Situationen in deinem Leben, die für dich sich nicht richtig anfühlen oder nicht gut sind, sich immer und immer wieder wiederholen, egal was es ist, dann ist es ein Gelöbnis. Dann kommt es von einer anderen Zeitepoche. Ja. Also den Botschafter der Liebe holen. Es ist das Einfachste und ist sehr effektiv. Aber der Botschafter der Liebe, den muss man halt wirklich auch erwecken. Also den muss man die Erlaubnis geben. Man muss sich mit diesem Botschafter der Liebe verbinden. Also er muss schon sehr lebendig in dir zirkulieren. Der muss sehr lebendig sein, damit das auch funktioniert. Und wenn jetzt zum Beispiel dieses Zurückreisen in frühere Inkarnationen mit der geistigen Welt, wird ja auch oft der Botschafter der Liebe mitgenommen oder der Schutzengel mitgenommen. Und dann werden noch die Ströme der geistigen Welt dort mit eingebunden. Und dann hat es nochmal mehr Kraft. Ja, für alle die vielleicht ihren Botschafter der Liebe noch nicht so kennen, was da tatsächlich helfen würde, wäre, wenn du den Namen für sie channelst. Ne? Das ist möglich, ja, oder? Das ist möglich, aber ich möchte hier jetzt keine Werbung machen. Habe ich ja gemacht. Ja, aber also es reicht auch, wenn man sich mit dem Botschafter verbindet. Gut, aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist immer auch etwas, ein Botschafter der Liebe ist etwas, okay, was ist denn das? Man kann es nicht wirklich greifen, es ist noch nicht so richtig persönlich da, aber ein Name unterstützt das oft, macht es persönlicher, lässt es näher ranrücken und vielleicht funktioniert es dann auch besser. Ja, Töne machen ja von Haus aus sehr viel aus, Benny. Siehe Priestertöne. Also Töne sind etwas, auch unser menschlicher Name, den deine Eltern dir gegeben haben. Ja. Also wenn ich dich sehe, sage ich auch Hallo Benny. Ja, obwohl sie mich Benjamin genannt haben. Also Töne machen schon etwas aus. Auf jeden Fall, ja. Um Bezug aufzubauen. Ja, schöner Podcast. Dann schließen wir heute die Akte Avalon. Erst einmal. Und vielleicht kommt ja noch mehr in naher Zukunft. Ja, Biene, hat mich gefreut. Vielen Dank für heute. Ja, mich hat es auch sehr gefreut, Benny. Immer schön mit dir. Danke.